Manche Leute schauen Pornos und finden das okay. Machen schließlich alle. Andere wiederum schauen Pornos und es stört sie. Und trotzdem tun sie es wieder und wieder. Wir zeigen dir heute, wie man da rauskommt. Es ist nicht so, dass Pornosüchtige einfach mehr Sex brauchen als andere. Nein, sondern Pornos haben für sie eine Funktion. Es sind diese Funktionen, die den Pornos Macht über sie geben. Für viele haben Pornos die Funktion einer Parallelwelt. Sie fliehen mit Pornos vor einer schwierigen Realität und verlieren sich in den unbegrenzten Möglichkeiten tausender Links voller Überraschungen. Andere trösten sich in der Pornografie, weil sie sich selbst nicht so mögen. Sie wären gerne anders und manchmal ist ihnen das gar nicht klar. Oft bieten ihnen Pornos etwas, was sie in ihrem Selbstbild vermissen. Bei fast allen Süchtigen spielen Gefühle eine zentrale Rolle. Was sollen sie machen, wenn es ihnen schlecht geht? Sie haben gelernt, mit Pornos und Masturbation kann man schnell angenehme, schöne Gefühle bekommen. Pornos sind ihre Methode, um sich zu betäuben, zu berauschen oder zu trösten. Für eine kurze Zeit. Das Gehirn belohnt dich mit speziellen Hormonen, wenn du erregt bist oder einen Orgasmus bekommst. Das kann wie eine Droge sein. Je mehr du dir angewöhnt hast, Pornos zu schauen, umso mehr wirst du automatisch auf sie zurückgreifen, wenn es dir mal schlecht geht, du müde bist, frustriert, traurig, einsam. Einige stumpfen auch ab gegenüber Pornos. Sie brauchen dann heftigere, längere oder krassere Pornovideos. Pornosucht kann jeden treffen. Die Frage ist, was wirst du tun und kannst du tun, um deine Pornosucht zu überwinden? Dazu wollen wir dir mit 3 Fragen helfen. Erstens, was sind die Ziele deines Lebens? Zweitens, warum schaust du Pornografie? Drittens, was bist du bereit zu tun, damit es aufhört? Insgesamt erklären wir dir 10 Schritte, die sich extrem bewährt haben. Die erste Frage heißt, warum willst du frei sein? Das zu klären ist wichtig. Wenn wir Menschen einen höheren Sinn im Leben sehen, gibt es Kraft. Und Kraft wirst du brauchen, wenn du pornofrei leben möchtest. Warum willst du pornofrei leben? Wenn du an Gott glaubst und ihn liebst und ehren willst, dann mach es zu seiner Ehre. Wenn dich der Umgang mit Sex und Treue in der Gesellschaft traurig macht, lebe du pornofrei als ein positives Beispiel. Vielleicht willst du auch deiner jetzigen oder zukünftigen Partnerin treu sein. Zu Beginn ist es erst einmal wichtig, zu prüfen, ob du pornosüchtig bist. Nun bist du dir klarer über deine Motivation geworden. Und wir kommen zur zweiten Frage. Warum schaust du Pornografie? Hier geht es um deine Selbsterkenntnis. Zunächst einmal ist zu klären, ob du pornosüchtig bist. Mache einen Sexsuchttest. Lies dazu mehr Infos im Netz. Du findest sie beispielsweise unter www.internet-sexsucht.de. Sollte dabei herauskommen, dass du tatsächlich eine Suchterkrankung entwickelt hast, dann solltest du einen Arzt oder Therapeuten aufsuchen. Das meinen wir ganz ernst. Manchem Süchtigen hilft nur eine professionelle Suchtberatung oder Therapie. Jeder, der Pornos anschaut, hat ein individuelles Pornoritual. Das Pornoritual ist letztlich dazu da, um bei einem negativen Grundgefühl kurzfristig eine positive Stimmung herzustellen. Daher frage dich selbst, wann schaust du, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten? Wie geht es dir meist kurz vor so einer Pornotour? Wie läuft das ab? Diese Fragen musst du für dich beantworten, damit du ein Modell von deinem Ritual bekommst. Als nächstes lautet die Frage an dich, an welchen Stellen kannst du gute Punkte einbauen, an denen dir der Ausstieg möglich ist. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, welche Funktion Pornos in deinem Leben haben. Warum gerade Pornos? Weil sie kostenlos sind? Weil man mehrere Frauen haben kann? Wegen des Orgasmus? Danach stell dir eine zweite Frage. Was kosten mich Pornos? Beziehungsweise, inwiefern leide ich eigentlich unter Pornos? Machen sie dich unzufrieden und einsam? Kosten sie dich viel Zeit? Fühlst du dich, nachdem du sie gesehen hast, besser oder schlechter? Oft haben wir beide Stimmen in uns. Und vielleicht merkst du, etwas in dir trickst dich immer wieder aus. Die Pro-Porno-Stimmen versuchen immer wieder über eine Hintertüre Pornos in dein Leben zu schmuggeln. Diese ehrliche Selbsterkenntnis ist wichtig, damit du nicht wieder und wieder in die alte Falle tappst. Du bist in deinem Leben an einem Punkt angekommen, wo du eine Entscheidung treffen musst.
Schieb sie nicht auf. Triff sie bald und mit aller Kraft, die du hast. Süchtige kommen oft an den Punkt, der Wahrheit ins Auge zu sehen. Bis jetzt war ich der Sklave meiner Sucht und ich schaffe es nicht, frei zu werden. Es gibt eine Kraft, die ist stärker als ich. Das ist das Suchtmittel und mein Verlangen nach ihm. Da ich mich selbst nicht retten kann, brauche ich eine Macht, die größer ist als ich und größer ist als die Kraft, mit der ich nicht fertig werde. Deswegen komme ich zu dem Entschluss, nicht mehr mein Leben mir selbst, sondern es Gott und seiner Sorge anzuvertrauen, in der Hoffnung, dass er mir meine Freiheit und Gesundheit wiedergibt. In der Offenbarung heißt es, dass Jesus der König der Könige, der Herr der Herren ist, weil Gott ihm die Macht über alle Dinge auf der Erde gegeben hat. Gott hat alle Dinge unter Jesu Füße getan. Wenn Jesus der Herr der Herren ist, dann kann er auch der Herr deiner Pornosucht sein. Bitte Jesus, dass er die Herrschaft von Pornografie über dir zerbricht und lege dein Leben in seine Hand. Damit verbunden ist, dass du Gott eingestehst, einen Fehler gemacht zu haben, indem du Pornografie einen solchen Raum in deinem Herzen gegeben hast. Dafür bitte ihn um Vergebung. Er vergibt Schuld gern, wenn wir ihm unsere Fehler sagen. Auch wenn Gott dir hilft, nimmt er dir nicht alle Aufgaben ab. Du selbst musst aktiv werden. Ich hoffe, diese Punkte haben dir geholfen, dich besser zu verstehen und eine klare Entscheidung gegen Pornografie zu treffen. Jetzt kommen wir zur dritten Frage. Welche Lebensregeln willst du dir selbst geben, damit du dauerhaft pornofrei leben kannst? Damit du auf Dauer frei bleibst von Pornografie, solltest du nicht nur gegenüber Gott ehrlich sein, sondern auch gegenüber einem Menschen. Die größte Stärke von Pornografie ist ihr Geheimnis. Deswegen kannst du das zu deinem großen Verbündeten in deinem Kampf für deine persönliche Freiheit machen. Radikale Ehrlichkeit. Suche dir einen Freund, einen Ratgeber, einen Verbündeten, dem du ganz ehrlich sagst, wann schaust du Pornos, wie viel, was hast du bisher versucht, um frei zu werden und welche Regeln definierst du ab heute, die dir helfen sollen, dass du deine Ziele erreichst. Ein solches Gespräch kann enorm entlastend sein und ein ganz zentraler Schritt auf dem Weg in die Freiheit. Und danach, was kannst du ganz praktisch tun? Du solltest eine Zeit lang in dieser Vertrauensbeziehung zu dieser Person bleiben. Man nennt sie dann eine Rechenschaftsperson. Sag ihr immer wieder, wo du gerade stehst in deiner Herausforderung und wie du deine eigenen persönlichen Ziele einhalten kannst. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten. Manche Software schickt eine Kopie deiner Browser-History, also der von dir besuchten Seiten, an deinen Rechenschaftspartner. Andere schreiben einmal pro Woche eine E-Mail an ihre Rechenschaftsperson und sie berichten einfach, wie die Woche lief. Und dann wird die Rechenschaftsperson sie vielleicht feiern, vielleicht aber auch kritische Rückfragen stellen. Was sehr vielen geholfen hat, ist eine Vorab-Beichtpflicht. Das bedeutet, sie schreiben eine SMS oder E-Mail, bevor sie Pornos schauen. Das kann extrem abtörnend wirken. Unterschätze nicht die Macht dieser Rechenschaftspflicht. Fast alle, die daran festgehalten haben, konnten ihre Pornoprobleme überwinden. Am Anfang rate ich dir, irgendwie wöchentlich in einem Rechenschaftskontakt zu sein. Und vergiss nicht, dein Rechenschaftspartner kann auch für dich beten und Gebet kann für deinen Prozess sehr, sehr hilfreich sein. Wie du gelernt hast, sind Pornosüchtige abhängig von körpereigenen Belohnungsstoffen. Gibt es ein Suchtmittel, dann gibt es auch einen Entzug. Das heißt, die ersten 6 Wochen können sehr herausfordernd sein. Danach wird man langsam entspannter. Bereits mit 12 Wochen können die neuen Gewohnheiten einigermaßen zur Routine geworden sein. Das bedeutet, du solltest dir für die ersten 12 Wochen strenge Regeln selbst geben. Nicht mehr nach 23 Uhr surfen. Vielleicht einen Pornoblocker installieren. Du könntest auf das Smartphone verzichten, außer andere Leute sind mit im Raum. Du solltest in dieser Zeit sexuellen Fantasien auch keinen Raum geben. Es geht aber nicht nur um Verbote, sondern auch um Alternativen. Daher definiere, was du stattdessen tun willst, gegen Langeweile oder Frust. Schreibe dir ruhig eine Liste und halte sie immer in deiner Nähe. Erinnere dich an die inneren Argumente. Du hattest gute Gründe für und gegen Pornos. Nimm dir Zeit nachzudenken, was die wahren Gründe sind, warum du Pornos anschaust. Warum hast du überhaupt negative Gefühle? Schaue die Hintergründe ehrlich an. Dann hörst du auch auf, dich auszutricksen. Kümmere dich um die Ursachen. Dann verliert Pornografie viel von ihrer Kraft.
Wenn du jetzt weitermachen möchtest, hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst erstens einen Online-Kurs besuchen, du kannst zweitens dich einfach weiter informieren, du kannst drittens Beratung im echten Leben finden und viertens, du kannst jemanden finden, der für dich betet.